Meine Stimme ist auch noch angeschlagen, hört man vielleicht. Es war eine kurze Nacht, aber dafür habe ich mir heute Morgen noch mal eine ordentliche Mütze Schlaf gegönnt. Wir sind jetzt mittlerweile 14 Uhr schon durch, aber ich brauchte den Schlaf, sonst wird das heute hier nichts mehr. Und für heute ist der Plan, dass ich mir auch noch mal die Campgrounds ein bisschen angucke, also der, auf dem ich jetzt hier bin. Und euch da mal einen Eindruck gebe, wie sind eigentlich die Unterschiede. Ist es wirklich nur die Strecke, die man zurücklegen muss, die als Unterschied zwischen den einzelnen Camps da ist? Oder gibt es da noch andere Unterschiede? Wetter spielt heute mit. Heute kein Regen. Mit Nacht hat es noch einmal geregnet. Aber jetzt haben wir hier blauen Himmel. Ich muss gleich ordentlich Sonnenschutz auflegen. Nach dem Guss von gestern, es gibt auch aufgeweichte Stellen, aber wenige. Die meisten Fahrwege hier sind geschottert. So, ich will ja mit euch einmal so ein bisschen die Campgrounds erkunden. Das hier ist der Glamping-Bereich. Hier sind die Zelte bereits voraufgebaut. Und obwohl die Zelte ja alle gleich aussehen, die Zelte haben jeweils eine Nummer. Das heißt, ihr findet dann auch nachts euer Zelt wieder. Ihr müsst euch die Nummer merken. Außer diesen Spitzzelten gibt es dann auch noch die Domzelte. Die sind dann nochmal eine Nummer größer. Und es gibt Leute, obwohl das Zelt fertig aufgebaut, gemietet ist, bringen die sich ein Pavillon mit. Finde ich cool. So, wir sind im Glamping-Bereich. Die haben sich das hier richtig gemütlich gemacht. Ne? Eigenen Pavillon, weil, wie habt ihr richtig gesagt, man will ja nicht drinnen im Zelt rumsitzen. Ich habe mir jetzt gerade mal sagen lassen, die Rundzelte, da ist Platz für 4 Personen. Wenn man da mal so reinguckt, da hat man dann entsprechend Bettkasten aus Pappe und ihr habt richtige Matratzen. Also es ist schon komfortabel und da ist auch noch genug Platz. Man könnte da auch noch mehr Leute drin unterbringen. Was hat das Ganze jetzt gekostet? Ich glaube 850 Euro. 850 Euro. Aber man teilt das ja dann durch 4 Leute. Und wie ich eben schon gesagt habe im Vorgespräch, in Erinnerung investiertes Geld ist gut investiertes Geld. Ne? Aber 1 Euro ein Auto pro Zelt. Ein Auto pro Zelt. Okay, da muss man natürlich mit klarkommen. Ne? Der Rest muss Also parken ist trotzdem gratis. Ja, aber dann muss es draußen parken. Ne? ja. Okay, aber das ist ja auch in Ordnung. Viel Deko haben wir auch hier. Ne? Und Verpflegung kommt auch nicht zu kurz. Ja. Vielen, vielen Dank euch. Und ich wünsche euch noch viel, viel Spaß heute und morgen. Wir sehen uns. Hier im Glamping-Bereich hat man dann natürlich auch sanitäre Anlagen, Waschbecken etc. Alles ein bisschen nett gemacht. Da drüben Spültoiletten und Duschen. In meinem Stehbereich habe ich auch diese Spültoiletten. Die sind wirklich sehr sauber, Edelstahl. Lässt sich dann auch gut sauber halten und spülen. Natürlich hat man unten immer ein bisschen Gras. Ne? Das bleibt nicht aus, dass man einfach Gras mit reinschleppt. Aber an und für sich ist das super sauber. Und hier drüben haben wir dann Duschcontainer. Ja, die Kabine ist tatsächlich etwas geräumiger als die ich habe bei mir. Aber die ist bei mir ganz ähnlich. Und dort auch mit Edelstahl. Ist auch so ein Containersystem. Was ihr im Hintergrund hört, ist die Druckpumpe. Immer wenn man eine Spülung betätigt, dann wird erstmal der Wasserdruck in dem Container wieder hochgedrückt. Hier im Bereich von Stellwerk 31 ist dann das Premium Camping. Hier in dem Bereich habt ihr dann hier vorne einen Breakfast-Bereich, wo ihr dann morgens dann Frühstück bekommt. Da hinten sind die Container auch mit Wasserspültoiletten und mit Duschen. Wo ich das gerade mal sehe, ich finde es immer total geil, wenn man sich das gemütlich macht auf seinem Campground. Und hier, die haben sich ein richtig schönes Sofa mitgebracht, aber das ist aufgeblasen. Auf den Parzellen bunte Mischungen aus Zelten, Wohnmobilen, Pkw, Kleinbusse. Dann auch mal das große Geschütz mit komplettem Vorzelt und Fahnenmast. Hopschwyz. Da haben wir dann mal die Kategorie Dachzelt, aber komfortables Dachzelt mit Vorzelt, mit Pavillon. Da sieht man häufiger die Dachzelte. Ist, finde ich, auch eine tatsächlich sehr, sehr schöne Lösung. Damit ist dann auch das eigene Auto ganz schnell mal so ein Festival-Camping-Fahrzeug. Und man hat tatsächlich ein bisschen Komfort. So ein Zelt säuft natürlich auch beim Regen nicht so leicht ab. Es steht nicht auf dem Boden. Insgesamt scheinen die Zelte gestern noch ganz gut durch die Geschichte durchgekommen zu sein. Auch die Gruppe eben berichtete, in den fertigen Zelten aus dem Glamping-Bereich ist mal so ein kleiner Tropfen reingelaufen. Aber die Wasserflecken zum Beispiel an dem Kartonbettgestell,
Die waren nicht vom Regen gestern, die waren vorher schon dran an diesem Bettgestell-Pappkasten. Das heißt, er ist nur vorne im Eingangsbereich, ist bei dem mal so ein bisschen Wasser reingekommen und sonst ist eigentlich alles in Ordnung geblieben. Aber hier haben wir so einen Schadensfall. Der hat dann gestern den Starkregen nicht überlebt. Ein wunderschöner Wohnwagen. Was haben wir da für einen? Da unten, das ist ein Knaus. Ja, das ist ein Knaus. Und der heißt Charlie. Auch in diesem Bereich, ganz ähnlich wie das, was ich euch eben im Glamping gezeigt habe, haben wir dann Duschen im Duschcontainer aus Edelstahl. Also das ist der Unterschied zu der Dusche, die ich euch eben gezeigt habe. Da ist ein Edelstahlboden drin. Ansonsten Raumaufteilung ist gleich. Funktioniert super, ist heißes Wasser da. Auch wenn da mehrere Leute kommen, ist immer noch heißes Wasser da. Ihr seht aus, als ob ihr vom Strand kommt. Echt geil. Ihr kommt vom Strand. Ja. Geil. Das ist ja auch das Tolle hier an dem Festival, ne? Dass man hier einfach dann an den Strand gehen kann und währenddessen auch noch Musik hört. Mega. Na? Also ich finde das auch. Ich finde das eine total tolle Location. Ich bin das erste Mal auf dem Full Force, aber es ist der Hammer. Und hier haben wir die Fußgängerbrücke, mit der man dann die Zufahrt zu Ferropolis dann überqueren kann, ohne dass einem das Auto in den Weg kommt. Ferropolis ist gleichzeitig ein Industriemuseum. Also wenn das Festival hier nicht stattfindet, dann kann man hier genauso herfahren. Es ist auch ein Wohnmobilstellplatz, meine ich, vorhanden. Genau im Bereich oben bei den Braunkohlebaggern. Und das ist schon beeindruckend. Also das würde ich euch echt empfehlen, wenn ihr hier auf der Ecke seid, Sachsen-Anhalt. Dann lohnt sich das für euch, hier mal vorbeizuschauen, sich das mal anzugucken. Es sind schon beeindruckend, diese großen Bagger. So, im Hintergrund haben wir die Radio Bob Bühne, die ist hier im Campingbereich angesiedelt. Da hinten ist Camp Blue, in die Richtung haben wir Camp Yellow. Die Sanitärbereiche werden sich geteilt. Das ist hier dann auch mit Containern, dass ihr Duschcontainer da habt, Spültoiletten und dann gibt es noch ein feststehendes Gebäude, das dafür auch genutzt wird für die WCs. Hier vorne haben wir Bereich Müllrückgabe, da sind schon die ersten 2, 3, 4, 5 Pavillons angekommen. Da kommen noch mehr hin. An besonders neuralgischen Punkten haben die dann auch hier mal diese Aluminium-Fahrstraßen, aber nicht vollflächig. Man sieht, auch hier kann man gegen Regen nachher nur begrenzt was machen. Wenn es also wirklich absäuft, so ein Festival, wie das letztes Jahr in Wacken der Fall ist, dann hat man einfach ein Problem. Sehen wir hier, das ist jetzt aber noch oberflächlicher Matsch, da kommt man noch durch. Aber das Auto sieht dann noch aus wie Sau. Aufbau ist gut organisiert, auch hier ist alles in Parzellen aufgeteilt, damit Rettungswege, Notwege dann auch frei bleiben. Full Horst 24. Ich liebe es, wenn die Leute Humor haben. Wenn man in diesem Bereich hier campt, ist es natürlich tatsächlich von Vorteil, sich irgendwie eine Campingtoilette oder sowas mitgebracht zu haben. Die Wege zu den Toiletten sind dann zum Teil sonst zu Fuß relativ weit. So, das ist eigentlich hier das Motto: Angry Music for Happy People. Vielen Dank. Ich bin aber nicht happy. Du bist nicht happy. Wieso bist du nicht happy? Weiß ich nicht. Weißt du nicht. Ich habe sehr schlecht geschlafen die letzten Tage. Aber nicht wegen des Festivals. Nee, wegen dem Sturm, wegen dem Wetter. Ja, ja. In unseren Zelten waren Pfützen. Aber eure Zelte stehen noch. Also ich habe eigentlich nach dem die stehen Starkregen... wieder, nicht noch. Die stehen wieder. Ah, ihr musstet wieder aufbauen. Sicher. Ja. Und größere Schäden? Ist irgendwas abgesoffen noch? Bis das nur eine Tasche weg ist, ist alles gut. Ansonsten, ja, Tasche mit wichtigem Inhalt. Nö, da soll das Zelt rein in die Tasche. Da war nichts drin. Okay, da gebe ich dir einen Tipp. Hier sind so viele andere Zelte auch abgesoffen. Ich habe schon ohne Ende Taschen rumliegen sehen, wo die dann ursprünglich mal ihre Pavillons drin hatten. Ne? Aber die Pavillons, die haben es auch erledigt. Da findest du bestimmt auch noch eine Tasche Wenn du wieder. mal eins findest, dann kannst du das ja ganz heimlich hier rüber. Ich bringe das dann hierher. Ne? Also für ein Outdoor müssen wir dann, ne? Aber du kannst ja irgendeine Tasche nehmen. Von der Seite her, das passt ja. Da kriegen wir hin. Direkt vor mir hat er einmal gewonnen. Das ist ein schlechtes Omen für mich. Aber vielleicht haben wir ja eine Serie. Nee, keine Serie. Aber es gibt die berühmte Arschkarte. Danke euch. Ich habe aber eben gerade sogar noch ein bisschen mehr gekriegt. Einen Regenponcho, ganz klein und faltbar. Der ist natürlich immer ganz gut. Ich werde den heute nicht mehr brauchen, aber für zukünftige Festivals immer ganz gut zu gebrauchen. Und Whole Lotta Love. Es gab noch ein Kondom. Jetzt sind wir hier im Bereich Camp Blue. Im Bereich Camp Blue, der sich aber natürlich ziemlich lang streckt insgesamt. Ihr seht das, wie weit das da nach hinten rausgeht. Habt ihr natürlich da vorne dann die Duschcontainer etwas dichter dran. Ihr habt hier aber auch eine ganze Food Area, die direkt dran liegt. Bloß gut, dass ich gerade gefrühstückt habe. Ich konnte jetzt tatsächlich ohne zuzugreifen einmal hier am Food-Bereich vorbei. Bunte Auswahl, also von Crepes über Fischbrötchen zu einer Currywurst. Alles da. Döner, der obligatorische Döner ist auch dabei.
Ja, so einer schön aus Papier. Aber wie immer, zu klein. Ich habe einen 60er Kopf. Schon dichter dran, aber immer noch zu klein. Und hier werdet ihr auch gut beraten. Hat mir jetzt wirklich noch mal alles gezeigt. Baumwoll hätte er in meiner Größe da, aber es ist nicht mein Stil. Super. Danke. Ja, und da haben wir noch weitere Opfer. Da ist einmal gestern der Sturm durchgegangen. Da liegt doch der eine oder andere Pavillon. Und denkt dran, Codewort Panama. Ihr habt überall Mitarbeiter, die das Auge hier als Button auch tragen. Dann wisst ihr gleich, okay, Ansprechpartner. Codewort Panama sagen. Wo geht's denn hier nach Panama? Und schon werdet ihr an einen sicheren Ort gebracht. Da ist ein Aufkleber drauf, lalalala langweilig. Das kann ich nicht bestätigen. Ist hier nicht langweilig. Hier haben wir dann auch die Top-Up-Station. Hier könnt ihr also auch dann Guthaben aufladen, wenn ihr das nicht online getan habt. Ich meine, ich habe noch ein bisschen, aber ich werde jetzt gleich mal checken, wie viel Guthaben ich noch habe. Ja, 37,51, das reicht noch eine Runde. Das sind noch 2, 3 Bier. Ja, das ist doch ein Kostüm. So, ich habe mal beschlossen, ich fahre heute mal nicht Bus. Das Wetter ist schön. Und ich mache jetzt auch mal den Fußmarsch da hoch. Ja. Was ich da von Weitem gehört habe, war also as everything unfolds. Es sah nicht nur wirklich gut aus, es sah fantastisch aus. Wenn ihr sie wiedererkennt, ne? Hier habe ich das Surfbrett und hier habe ich die Surferin und du hattest auch eine ganz wichtige Rolle. Du hast das Ganze übersichert. Hast ja von unten gehalten. Ne? Ich war auf der anderen Seite, gesehen habe ich sie nicht. Aber super Nummer. Wenn ich schon mal in Sachsen-Anhalt bin, da war ich bislang noch nicht, dann muss ich mir doch wohl mal die DDR-Schulsoße geben. Ich hätte gern einmal mit DDR-Schulsoße. Möchtest du noch extra Käse? Immer die alte Soße. Na? Okay. Extra Käse und drauf 1 Euro. Unbedingt. Alles klar. Ui. Da sind wir mal gespannt. Ich werde berichten. Würzige Tomatensoße, eine gute Portion. Lecker. So far eins der besten Sachen, die ich jetzt hier auf dem Festival gegessen habe. Gestern wärst du damit der Star gewesen. Nee, funktioniert nicht. Es läuft alles Es läuft alles rein, man wird trotzdem nass. Ja. Wir sind eh alle nass geworden. Das stimmt Ja? allerdings. Ein Traumwetter. Gleich geht's runter zur Medusa. Die ist da hinten. Wollen wir noch mal ein bisschen Beachleben uns angucken, solange die Sonne noch hoch am Himmel steht. Und jetzt gibt's einmal die Vorwärtsrolle. Das Awareness-Team ist auch unterwegs. Und bei mir geht's jetzt an den Strand. Medusa Stage. Irgendwie ist das total niedlich. Auf der Hauptbühne spielt immer noch Sodom, aber hier kommt jetzt Kadaver. Ich drehe mich mal um, guckt mal hinter mich. Aber die werden so herzlich begrüßt, jetzt geht's los. Wo kann man sowas machen? Konzert gucken und gleichzeitig einen Koffer in den See! You know me, I'm just a lazy middle-class intellectual.
Das war Bad Religion. Es geht weiter an der Medusa Stage. Hämatom. Herzlich willkommen bei Hämatom. Bevor wir starten, wollen wir erstmal eure Eskalationsfähigkeiten auf die Probe stellen. Also ölt eure Kehlen, lockert eure Nackenmuskeln und folgt den Anweisungen. Zeigt uns, wie gaga ihr seid. Seid ihr wirklich bereit, euch bei einer Hämatom-Show komplett zum Idioten zu machen? Dann bitte. Bestanden. Also lasst uns jetzt gemeinsam alles in Schutt und Asche legen und der Welt zeigen, dass wir keine Band, sondern eine Familie sind. Die Eskalation beginnt in 4, 3, 2, 1. Full Force, wir lieben euch und hoffen darauf, dass wir jetzt zusammen bei diesem letzten Song die absolute Abrissparty hier veranstalten zusammen, okay? Da, 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 da. Laut! Da, 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 da. Und zum Abschluss Dropkick Murphys. Und mit den letzten Tönen von den Dropkick Murphys verabschiede ich mich aus diesem Video.
es wird hier jetzt kein Festival-Kanal draus. Das ist so ähnlich wie beim 24-Stunden-Rennen, da wurde auch kein Rennkanal da draus. Aber ich zeige euch Camping der besonderen Art. Und jetzt bin ich halt gerade mal im Ferropolis auf dem Full Force. Es ist tatsächlich so, in 2 Wochen ist der Rockharz. Und auch den Rockharz werde ich mir dieses Jahr mal vorknöpfen. Den möchte ich auch mal sehen und erleben. Und dann nehme ich euch auch mit. Es geht aber weiterhin hier um Campingthemen. Meine Reisen sind halt dann auch mal zu solchen Festivals. Dieses Jahr habe ich mir mal ein paar mehr vorgeknöpft. Ich möchte auch mal was anderes sehen als nur Wacken. Wacken liegt ja nun mal bei mir vor der Haustür, aber Wacken sehen wir auch noch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Auf zum schwarzen Schaf.